Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu unserer Spanienreise. Wir sind jetzt etwa 2 Wochen auf Reisen, haben mehr als 3000 Kilometer zurückgelegt und unser erstes Ziel, oder wo wir länger bleiben, erreicht, und zwar in Andalusien, Palermo, den Campingplatz Mar Azul. Ich berichte in diesem Video nicht in erster Linie über den Camping Mar Azul. Es geht um die Umgebung, es geht um unsere Weiterreise, weitere Stationen, die wir anfahren werden und einige Tipps. Ich habe ja schon von diesem Campingplatz berichtet, beziehungsweise von dem 10-jährigen Bestehen des Platzes, über die Feierlichkeiten. Jetzt möchte ich ein paar andere Dinge hier noch zeigen und dann zeige ich, wie wir weiterfahren in Richtung Mazarrón. Wir hatten schon den Campingplatz angeschrieben, eine Mail geschrieben und unseren Platz reserviert. Wir bekommen immer die gleiche Parzelle und die ist für uns jetzt ab dem 10. November hier auf dem Platz reserviert. Das weiß ich jetzt aus Erfahrung heraus. Wenn man hier jetzt im November kommt, bekommt man auch ohne Reservierung häufig noch einen Platz für einen kürzeren Zeitraum. 1-2 Wochen ist dann immer möglich. Der Campingplatz hat inzwischen eine neue End- und Versorgung. Die wollen wir mal testen. Wir wollen auch mal die Tanks richtig spülen, Fäkalien und auch den Grauwassertank. Ich hatte beim Bau dieser Entsorgungsanlage darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass nicht nur eine Roste dort ist zum Entsorgen, sondern auch eine größere Öffnung, wo man einen Schlauch reinhängen kann, wenn man zum Beispiel Fäkalien entsorgen möchte. Man hat hier eine Klappe in die Roste eingebaut, so dass man dort dann den Schlauch reinlegen kann. Direkt neben der Entsorgung gibt es eine Waschanlage, wo man per Handwäsche sein Fahrzeug waschen kann. Nicht nur PKWs, auch Wohnmobile, auch große Wohnmobile. Und dort sind wir dann hingefahren, beziehungsweise brauchten wir kurz nur umsetzen und haben hier unser Mobil nach unserer Anreise hierhin gewaschen. Die Waschanlage ist mit einem Hochdruckreiniger ausgestattet, wo man verschiedene Programme wählen kann, sodass man dann entsprechend, wie schmutzig das Fahrzeug ist, entsprechende Programme vorwählen kann. Das Ganze ist natürlich kostenpflichtig. Man zahlt 1 Euro, dafür kann man einige Minuten dann mit dem Hochdruckreiniger arbeiten. Insgesamt haben wir 2 Euro verbraucht, um alles zu erledigen. Zum Trockenwischen nutzen wir das Equipment von Putzfuchs, vielleicht einigen bekannt. Dort gibt es dieses Equipment und auch die Tücher und das funktioniert eigentlich ganz gut. Gefragt wird immer bei uns gerne nach der Keramikversiegelung, haben wir noch nicht. Das Fahrzeug glänzt noch immer so und lässt sich gut reinigen. Wir sind jetzt etwas mehr als 2 Wochen unterwegs. Unsere spanische Gasflasche ist jetzt leer. Die haben wir beim Start oder ab dem Start genutzt und jetzt muss sie getauscht werden. Und da gibt es hier die Möglichkeit auf dem Campingplatz, sie zu tauschen. Hier kann man nicht nur eine leere gegen eine volle tauschen, man kann hier auch eine Flasche kaufen. Also wer keine spanische Flasche hat, der kann hier eine kaufen. Ich meine, sie kostet 47 Euro. Und wenn man keinen Adapter hat, auch den kann man hier käuflich erwerben. Die Flasche im Tausch, also die Füllung, kostet hier 17 Euro. Wir haben in unserem Mobil ja auch noch einen Gastank. Den nutze ich, wenn die Gasflasche leer ist. Und sobald ich die Möglichkeit habe, sie zu tauschen, tausche ich die Flasche. Ich könnte natürlich nur mit dem Gastank arbeiten, müsste dann allerdings, wenn er leer ist, weil wir nur einen kleinen Tank haben, 60 Liter, rausfahren aus dem Campingplatz, irgendwo Gas tanken. Und das ist mir etwas umständlich. So ist mir es lieber, die Flasche immer zu tauschen. Und das kann ich auf den meisten Plätzen. So kann man auch mit einer Tankflasche arbeiten, die man dabei hat, und dann eine spanische. Oder natürlich auch mit einer normalen deutschen Flasche und einer spanischen. Geplant haben wir bis Mitte Dezember hier auf dem Camping Mar Azul zu bleiben und dann nach Mazarrón zu fahren, nur um dort dann Weihnachten und Silvester zu verbringen. Jetzt Mitte November sind die Temperaturen hier am Tage noch sehr angenehm, beziehungsweise liegen über 20 Grad, sodass wir die Markise rausfahren und natürlich auch noch einen Sonnenschutz davor hängen, weil es doch sonst sehr, sehr warm wird im Mobil. Und nicht nur im Mobil, auch wenn man draußen davor sitzt, ist doch wesentlich angenehmer, wenn man einen Sonnenschutz hat.
Wir haben ja viel Platz auf unserer Parzelle, könnten auch ein Koch- oder Gerätezelt aufbauen, was viele hier auf dem Platz ja auch machen. Im Moment ist uns noch nicht so danach, da wir immer wieder nach einigen Wochen weiterreisen. Viele bleiben ja oder einige bleiben ja hier über Monate auf dem Platz. Das ist im Moment noch nicht so unser Ding, könnte aber irgendwann auch passieren. Vielleicht darf ich das auch mal sagen, wir fahren mehr als 30 Jahre hier oder reisen mehr als 30 Jahre hier durch Spanien, haben einiges gesehen und kommen heute in erster Linie wegen dem blauen Himmel und der Sonne hier nach Spanien. Wir mögen das Kommunikative auf einem Camping- oder Stellplatz. Wir brauchen es nicht jeden Tag, aber schön ist es, wenn es sowas auf dem Platz gibt. Das ist vielleicht ganz wichtig für alle, die das erste Mal nach Spanien fahren. Bucht nicht lange vorher für einen Platz über Monate. Schaut euch erst Plätze an, wo es euch vielleicht gefällt dann. Oder überhaupt fahrt ein bisschen rum. Das Land ist so groß oder die Küste ist so lang, dass ihr dort viele Plätze anfahren könnt. Besonders dann, wenn ihr im Oktober, November losfahrt. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich berichte nur von Plätzen, ich zeige, wie es dort aussieht, ich empfehle keine Plätze. Jeder kann für sich entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Das ist mein Anliegen. Man muss ja auch hin und wieder mal zum Friseur und jetzt haben wir uns auf den Weg gemacht und zwar fahren wir mit dem Fahrrad nach Almerimar. Das sind circa 9 Kilometer. Größtenteils gibt es hier einen Fahrradweg, den man nutzen kann. Rita geht gerne hier in Almerimar zum Friseur. Hier spricht man etwas Deutsch und natürlich etwas Englisch, so dass man da also klarkommt. Und der Preis ist auch interessant. 22 € für einen Damenhaarschnitt ist für deutsche Verhältnisse preiswert. Jetzt fahren wir über den Stellplatz am Hafen. Der hat etwa 40, 50 Plätze, hat End- und Versorgung und Strom gibt es auch. Im Moment kostet der Platz 15 € pro Tag inklusive Strom. Jetzt Ende November ist der Platz gut besucht, aber es gibt aber auch noch einige freie Plätze. Jetzt fahren wir wieder zurück. Wir sehen auf der linken Seite den Stellplatz, die Wohnmobile und auf der rechten Seite das Hafenbecken. Je nachdem wie man hier steht, entweder schaut man auf das Hafenbecken, hier auf die Schiffe, oder wenn man zur anderen Seite hinschaut, schaut man aufs Meer. Dort gibt es dann den Strand. Bei so einem Stellplatz ist natürlich nicht viel Platz zwischen den einzelnen Wohnmobilen. Das ist der Nachteil bei so einem Stellplatz. Vorteil ist, man ist hier direkt am Hafen, man ist direkt an der Stadt, man hat nur wenige 100 Meter und man ist schon bei einem Restaurant oder Einkaufsmöglichkeiten und anderen Dingen. Hier am Hafen sind Bars und Restaurants schon größtenteils am Vormittag geöffnet, sodass man hier immer irgendwo einkehren kann, wenn man möchte. Und man bekommt in der Mittagszeit auch Tapas, das sind so Kleinigkeiten zum Essen, sind häufig auch inbegriffen im Preis, wenn man ein alkoholisches Getränk bestellt. Auf der Rückfahrt sind wir dann an einen Strandabschnitt gefahren. Das ist etwa auf der halben Strecke zwischen Almerimar und Palermo. Dort findet man dann Parkflächen, die von Freistehern genutzt werden. Freisteher, das ist damit gemeint, hier ist ein Parkplatz, den Wohnmobil nutzen zum Übernachten. Das Freistehen wird hier geduldet, zeitweise. Es kommt aber auch schon mal vor, dass die Polizei kommt und alle wegschickt. In diesem Winter stehen hier weniger Wohnmobile als im letzten Winter. Letzten Winter standen hier mehr als 50 verschiedene Wohnmobile. In diesem Winter sind es etwas weniger, vielleicht 25, 30. Direkt hier auf dem Strand stehen darf man nicht, man sieht es hier am Schild. Weiter zurück sind Parkplätze, die darf man dann nutzen. Zumindest wird es geduldet. An solchen Plätzen gibt es natürlich keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Wir fahren jetzt wieder in Richtung Palermo, kommen wieder auf den gut ausgebauten Fahrradweg und dann sieht man schon hier mal auch an der rechten Seite wieder Wohnmobile stehen, auch sogenannte Freisteher, die hier eine Parkfläche gefunden haben, wo sie dann übernachten.
Man hat in dieser Region auch den Strand erneuert, etwas aufgeschüttet und ja, es sieht eigentlich gut aus jetzt. Inzwischen haben wir Mitte Dezember und wir werden jetzt den Campingplatz Masul verlassen. Wir haben nämlich reserviert auf dem Camper oder Area Camper Mazarron und dort wird jetzt unsere Reise hingehen. Wir werden aber nicht auf dem direkten Weg fahren, das heißt also, wir werden noch einige Zwischenstationen machen. Wir werden aber nochmal hier zum Masul kommen und zwar Ende Januar und zwar deshalb, weil dann das Pool-Turnier hier stattfindet. Daran möchte Rita gerne teilnehmen. Wir verabschieden uns dann noch vom Team hier, von Pablo und Pepe. Beide waren an diesem Morgen da, so konnten wir uns von den beiden verabschieden. Auch von den Pool-Freunden hat Rita sich dann verabschiedet. Bis zum 20. Januar. Guten Rutsch. Ich auch. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und erstmal kommt ja frohe Weihnachten. Ne? Lass dich reich beschenken, ne? Unser nächstes Ziel ist etwa 140 Kilometer zurück. Und zwar in der Nähe der Stadt Vera gibt es den Stellplatz Oasis Almar. Das ist unser nächstes Ziel. Da wir ja nur 140 Kilometer haben, haben wir Zeit und so ist es schon inzwischen 11 Uhr geworden, als wir hier den Platz verlassen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Wetter. Wir hatten durchweg gutes Wetter, vor allen Dingen wenig Wind, das ist immer schon sehr angenehm. Und die Temperaturen auch in der Nacht lagen über 10 Grad, meist so 12, 13 Grad. Wir durchfahren jetzt die kleine Stadt Palermo und werden am Ortsausgang nochmal tanken, bevor wir dann auf die Autobahn gehen. Die Tankstelle ist relativ preiswert. 1,32 € kostet der Liter Diesel. An der normalen Straße oder an den normalen Autobahnen zahlt man 1,40 € und mehr. Also dieser Preis ist schon günstig. Allerdings gibt es natürlich noch preiswerte Tankstellen, muss man ganz klar sagen. Auf der Autobahn geht es jetzt Richtung Almeria. Die Autobahn ist bis hin nach Vera mautfrei. Der Stellplatz Oasis Almar liegt zwischen der Stadt Vera und dem Meer. Also der Stellplatz ist ca. 2,5 bis 3 Kilometer vom Meer entfernt. Wir kennen den Platz, wir waren mehrfach dort, haben auch schon mehrfach über den Platz berichtet. Er ist meistens auch gut ausgebucht oder voll belegt. Wir haben auch vorher nicht angerufen und auch nicht reserviert. Wir haben einfach auf gut Glück versucht, dort einen Platz zu bekommen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben einen Reserveplatz bekommen und damit sind wir auch sehr zufrieden. Dieser Platz wird von deutschen Auswanderern geführt, und zwar von Gabi und Wolfgang. Sie leben schon ca. 25 Jahre hier in Spanien und ca. 10 Jahre haben sie diesen Stellplatz. Der Stellplatz ist terrassenförmig angelegt, viel Grün gibt es hier, gärtnerisch schön gemacht das Ganze. Die oberen Plätze sind für Fahrzeuge bis ca. 8 Meter, die unteren Plätze sind für längere Fahrzeuge, hier können Fahrzeuge bis zu 12 Meter stehen. Der Stellplatz hat ca. 50 Parzellen und ist geöffnet von 1. November bis Anfang April und kostet zurzeit 15 €. Der Stellplatz ist in den letzten Jahren erweitert und verändert worden. Hier sehen wir jetzt auf der rechten Seite oder vor uns den Abstellplatz für PKWs und Anhänger. Wir fahren jetzt hier etwas hoch und dort ist ein Platz, das war der ehemalige Parkplatz für PKWs. Der ist zum Stellplatz oder zu Stellplätzen umgebaut worden. Hier gibt es 2 Plätze und das sind Notplätze und einen davon bekommen wir. Wer auf so einem Platz länger bleiben möchte, der muss natürlich reservieren. Wir haben hier nachgefragt und wollten ursprünglich eine Nacht bleiben. Jetzt dürfen wir aber 3 Nächte bleiben, weil dieser Platz frei ist.
Seit etwa 2 Jahren gibt es hier auf dem Platz Toiletten und Duschen. Wir sehen hier dieses kleine Gebäude. Dort sind Toiletten untergebracht und Waschmöglichkeiten und Waschmaschinen. Dann gibt es noch ein weiteres Gebäude, habe ich leider vergessen zu filmen. Dort sind die Duschen untergebracht. Alles sauber und ordentlich. Die Rezeption ist in den Nachmittagsstunden von 17 bis 18 Uhr besetzt. Gabi und Wolfgang wohnen aber gegenüber vom Stellplatz und so sind sie schnell da, wenn irgendwas ist oder wenn jemand Hilfe braucht oder dort ankommt. Es gibt überall ausreichend Rangierplatz. Man sieht hier stehen sehr große Fahrzeuge. Auch der Boden ist stark verdichtet, sodass es auch keine Schwierigkeiten gibt für schwere Fahrzeuge. Hier sehen wir jetzt die Pfefferallee, das ist ein Fußweg, der runterführt zu den unteren Plätzen. Ganz unten sind dann Plätze ohne Strom. Hier gibt es allerdings eine Stromsäule mit Münzeinwurf. Wenn man dann Strom braucht, kann man bei Bedarf das nutzen. Am Abend hat der Platz eine besondere Atmosphäre durch die schöne Beleuchtung und in diesem Fall haben wir auch noch Vollmond, sodass wir hier schöne Aufnahmen machen konnten. Drei Tage waren wir auf dem Stellplatz Oasis Almar und dann soll es für uns weitergehen. Wir verabschieden uns von langjährigen Bekannten. Sag das nochmal, was du ihm gesagt hast. Akko, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Alles Gute. Ciao. Für uns ist das immer schön, mal die Plätze wieder zu wechseln. Allerdings kann man, wenn man so lange bleibt wie wir, 5 Monate, nicht jeden 3. Tag weiterfahren. Das wird dann schwierig, aber hier und da mal einen anderen Platz anzufahren, ist eigentlich ganz schön. Unser nächstes Ziel ist auch nicht weit, und zwar 70 Kilometer. Wir werden jetzt in Richtung Mazaron fahren, aber vorher noch halten auf einem Platz, und zwar im Puntes de Canegre. Dort gibt es einen Stellplatz, den kennen wir schon fast 20 Jahre, und dort wollen wir jetzt hin und den besuchen. Wir fahren in diesem Fall nicht über die Autobahn dorthin, sondern nutzen die Straße am Meer entlang. Die ist nämlich sehr schön und hier gibt es verschiedene Plätze, wo man anhalten kann und auch mal einen Blick aufs Meer werfen kann. Es gibt hier mehrere Parkplätze an der Straße. Wir halten an einem auch an. Hier haben wir einmal eine schöne Aussicht und zum anderen gibt es hier einen Geocache, den Rita, das ist ja auch Ritas Hobby, den möchte Rita jetzt suchen. Und den haben wir dann auch gesucht und auch gefunden. In diesem Fall ist der Geocache in einem Loch in einer Bank versteckt. Rita hat das natürlich schnell gefunden und trägt sich jetzt ins Logbuch ein. Etwa hier endet Andalusien und jetzt beginnt die Region Murcia. Der Küstenabschnitt nennt sich hier Costa Calida. Wir fahren jetzt in Richtung der Stadt Arguelas und dabei kommen wir auch an dem Stellplatz Annibal vorbei. Es ist nicht nur ein Stellplatz, dort gibt es auch eine Tankstelle. Wir sehen das hier, wir sehen geradeaus den Stellplatz, dann rechts daneben die Tankstelle. Dort kann man Gas tanken und auch End- und Versorgen. Das heißt, wer jetzt irgendwo frei steht, hat hier die Möglichkeit zu entsorgen und Wasser zu tanken. Natürlich ist das Ganze kostenpflichtig. Über diesen Stellplatz habe ich vor Jahren auch schon berichtet. Er ist nochmal erweitert worden. Wer sich für den Platz interessiert, er findet den auf meiner Stellplatzkarte. Jetzt erreichen wir gleich den Stellplatz Villa Brisa. Das ist einer der ersten Stellplätze, die es hier in Spanien gibt. Wir kennen den Platz seit 2004. Der Platz wird betrieben von Brigitte und Sascha. Sascha ist leider verstorben im Herbst, so macht Brigitte das jetzt alleine und managt den Platz hier. Der Platz ist etwa 3 Kilometer vom Meer entfernt. Und der Ort unten am Meer heißt Puntes de Canegre, vielleicht einigen bekannt. Dort gibt es auch den neuen Campingplatz Parazuelos. Dieser Stellplatz ist mit einer End- und Versorgung ausgestattet und es gibt auch Strom. Strom geht nach Verbrauch. Die Platzgebühr beträgt
Moment 8 Euro. Auch diesen Platz haben wir spontan angefahren, also nicht reserviert und haben ohne Probleme hier einen Platz bekommen. Wir haben inzwischen den 18. Dezember und am 20. oder ab 20. Dezember haben wir in Mazaron reserviert. Also geht es nach 2 Tagen weiter nach Mazaron. Das sind von hier aus ca. 25 Kilometer. Der Platz in Mazaron heißt Area Camper Mazaron. Dort haben wir vom 20. Dezember bis zum 15. Januar gebucht. Dort werden wir Weihnachten und Silvester feiern und dort treffen wir auch unsere besten Freunde Lisa und Horst. Nach kurzer Anfahrt erreichen wir den Area Camper Mazaron. Hier werden wir dann bis zum 15. Januar bleiben und wir werden hier auch an der Silvesterparty, die hier stattfindet, werden wir teilnehmen. Darüber werde ich aber dann in einem meiner nächsten Videos berichten. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.